Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen ganz einfachen, fantastischen Butterkuchen vom Blech. Und zwar einen Butterkuchen mit Mandeln satt. Es ist ein Familienrezept und es kommt einfach wahnsinnig gut an auf jeder Familienfeier. Und deswegen musste ich das jetzt mit euch teilen. Ich habe die Erlaubnis meiner lieben Tante. Schöne Grüße. Das ist ihr Rezept und es ist wirklich fantastisch. Es ist ganz einfach und es schmeckt einfach traumhaft. Alle wollen ein zweites Stückchen, wenn nicht ein drittes. Und deswegen lasst uns jetzt backen. Die Rezeptangaben findet ihr wie immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch auf meinen Blog gehen. Dort findet ihr das Rezept fertig zum Nachlesen und sogar zum Ausdrucken. Ich habe mir schon mein Backblech vorbereitet und zwar mit einem Backpapier und einem Backrahmen. Aber ihr könnt genauso gut auch eine gefettete Fettpfanne nehmen. Das geht auch. Meine ist nicht so günstig. Die hat nämlich so eine Kuhle innen drin. Deswegen ist dann der Kuchen immer gewölbt. Deswegen nehme ich lieber das normale Backblech. Los geht's mit unserem traumhaft leckeren Mandel-Butterkuchen. Während ich den Teig zubereite, lasse ich den Ofen schon mal vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze oder auf Umluft ungefähr 180 Grad. Und wir geben 3 mittelgroße zimmerwarme Eier in eine Schüssel und schlagen sie uns gerade schön schaumig. So, erstmal. Hinzu kann natürlich noch die Prise Salz, die könnt ihr auch sofort schon hinzugeben. Die hört einfach in jeden Kuchen mit dazu. Jetzt lassen wir uns einfach den Zucker hinzurieseln, 190 Gramm. Wie gesagt, alle Mengenangaben findet ihr bei mir auf dem Blog sogar zum Ausdrucken. Ruhig richtig schön lange rühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Das schadet überhaupt nicht. Jetzt kommt unsere Sahne hinzu und zwar einfach 200 Gramm Sahne unterrühren. Ich gebe optional noch etwas Vanillepaste hinzu. Das ist so mein persönlicher Tick, aber muss man nicht, ist absolut optional. So etwa einen Teelöffel gebe ich da hinzu. Das harmoniert schön mit den Mandeln. Gerade unterrühren. Und jetzt fehlt nur noch unser Mehl und das Backpulver. Und dann ist unser Grundteig schon fertig. Also es geht wirklich super ratzfatz. Und da habe ich jetzt hier mein Mehl. Und zwar sind es 250 Gramm. Und da kommt ein ganzes Päckchen Backpulver hinzu und das gerade kurz verrühren, dass das Backpulver schön mit dem Mehl verrührt ist. Jetzt können wir das hier einfach nur gerade untermixen und zwar kurz. Das ist ja immer so bei solchen Teigen. Das Mehl und das Backpulver darf dann nur kurz untergehoben werden. Gerade auf niedrigster Stufe und kurz hinzurühren. So, und das langt auch schon, also sofort, wenn das Mehl verrührt ist, dann nicht mehr lange weiter rühren. Das wisst ihr inzwischen. Dann bleibt der Teig auch schön fluffig. Wir wollen ja nicht, dass es irgendwie hart wird, sondern wir wollen einen schönen, fluffigen, luftigen Teig. Hier nochmal einmal mit dem Spatel vielleicht gucken, ist alles Mehl wirklich gut untergehoben. Und dann seht ihr, das ist ein schöner Teig. Und sobald der Ofen jetzt vorgeheizt ist, kann er dann auch schon gebacken werden. Für etwa 15 Minuten. Er sollte schön bräunlich schon oben sein und dann kommt der Guss noch oben drauf und er wird dann fertig gebacken. So, ihr seht, ich habe noch den Rand etwas gefettet, einfach damit ich nachher die Zuckermasse besser vom Rand abkriege. Time is gone and I grew up and somehow made it through without losing sight. Wunderschöner Teig, ganz einfach. Schön glatt streichen.
Meinen Rahmen habe ich jetzt eingestellt auf so etwa 27 x 39 cm. Das ist so normale Backblechgröße. Ihr könnt selbstverständlich auch nur die Hälfte zubereiten dieses Rezepts, aber man kann diesen Kuchen auch super einfrieren und deswegen lohnt es sich, immer gleich ein Blech mindestens fertig zu machen. Schön gleichmäßig streichen. Wir wollen ja möglichst gleichmäßige Schnitten haben nachher. Sehr schön. Alles ist fertig glatt gestrichen und wir können den Kuchen jetzt bei 200 Grad Ober-Unterhitze oder 180 Grad Umluft so circa 15 Minuten golden backen. Dann nehmen wir ihn kurz raus und geben noch den Guss oben drüber und backen ihn fertig. In die Mitte einschieben und 15 Minuten backen. Während nun unser Boden backt, können wir hier schon mal unsere 125 Gramm Butter in einem Topf schmelzen lassen. Da kommt Zucker hinzu, 190 Gramm. Die Butter gerne auch in Stücken hinzugeben, dann geht es nämlich schneller mit dem Schmelzen. Der Zucker sollte sich wirklich richtig schön auflösen, dass sowas wie eine Art Karamell entsteht. Jetzt geben wir noch 5 Esslöffel Sahne hinzu. Und zuletzt kommen 150 Gramm gehobelte Mandeln hinzu und mit einem Spatel dann vorsichtig unterheben und alles einmal aufkochen lassen. Und dann können wir es auch schon beiseite stellen und gleich auf unseren vorgebackenen Boden geben. Unser Guss blubbert schon schön. Kann man so ein paar Minütchen blubbern lassen, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Sehr lecker. Das gerade beiseite stellen und ein bisschen abkühlen lassen. So sieht nun mein Boden aus. Ich habe ihn nicht so lange backen lassen, weil er wirklich schon recht dunkel wurde. Also ich würde sagen, schaut auf jeden Fall so nach 10 Minuten schon mal, ob er nicht schon fertig ist. Also achtet darauf, wirklich nur goldbraun, nicht gerade so, dass er schon so ganz dunkel wird. Jetzt kommt der leckere Mandelguss oben auf. Der Guss verteilt sich automatisch so ein bisschen zur Seite hin. Das ist normal, das ist immer so. Wichtig ist dann einfach, dass man die Mandeln möglichst gleichmäßig verteilt. Schön vorsichtig auf dem gesamten Kuchen. Das knistert hier richtig. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Schön, dass eine wunderbare Mandeldecke entsteht. Und ja, der Kuchen hat ordentlich Kalorien, aber das wird euch ganz egal sein. Denn sowas Leckeres habt ihr noch nicht gegessen. So, die Mandeln sind schön verteilt. Vorsicht, das Blech ist noch heiß. Jetzt wird der Kuchen nur noch einmal 10 Minuten bei 200 Grad quasi überbacken, dass die Mandeln schön braun werden. Der Kuchen selber ist ja jetzt eigentlich auch schon fertig. Darauf achten, dass sie nicht verbrennen, dass sie nicht zu dunkel werden. Einfach nur, damit der Belag noch eine schöne knusprige Kruste bekommt. Und ja, so etwa 10 Minuten bei 200 Grad nochmal richtig schön knusprig überbacken. Nach knapp 10 Minuten, ich habe ein bisschen früher jetzt rausgeholt, ist die Mandeldecke fertig und ihr seht, wie wunderschön das geworden ist. Richtig schön knusprig wird das dann nachher. Und unten drunter befindet sich dann dieser fluffige, leckere Teig. Er duftet auch richtig lecker. Das ganze Haus duftet jetzt so nach den Mandeln. Und jetzt muss man ihn natürlich noch gut auskühlen lassen. Das ist jetzt sehr, sehr heiß. Das ist ja wie so eine Art Karamell, was hier oben entstanden ist. Ich habe ihn jetzt etwas dunkler gebacken als meine Tante. Sie macht ihn etwas heller. Das ist einfach so ein bisschen Geschmackssache. Ich mag es, wenn die Mandeln so richtig schön knusprig sind. Das obendrauf ist ja ein super feines Mandel-Sahne-Karamell. Und ich finde, das darf ruhig etwas Bräune haben. Aber auch hell ist der Kuchen einfach fantastisch. Egal wie ihr ihn macht, er wird immer toll schmecken. Wir schneiden ihn dann schon mal so ein bisschen raus aus der Form. Ich habe ihn etwas abkühlen lassen. Das geht jetzt gut raus. Ich hatte ja den Rand etwas eingefettet. Das Karamell wird dann auch richtig schön hart und knusprig. Das schmeckt fantastisch nach den geknusperten, karamellisierten Mandeln. So, ich kann auch schon anfassen. Es ist gar nicht mehr so heiß. Backrahmen abnehmen. Und ihr seht, da ist nicht so viel hängen geblieben. Da kriegt man ganz gut sauber. Einfach etwas einweichen lassen. Und dann sehen wir hier wunderschön. Hier sieht man jetzt die beiden Schichten. Unten der Teig und oben auf die wundervolle Mandelkruste. Und wir können ihn dann auch schon einteilen.
Natürlich kann man ihn auch erst abkühlen lassen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich kann da nicht warten, definitiv nicht. Das ist mir zu lecker. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht etwas übrig behalten zum Einfrieren, denn meine Familie wird diesen Kuchen definitiv sofort vernaschen. Das weiß ich einfach, denn die sind ganz wild darauf. Machen wir mal hier ein Drittel, dann kriegt jeder ein schön großes, längliches Stückchen. Jetzt nehme ich mal schon mal ein Stück raus für euch, dass ihr seht. Und dann werde ich es gleich für euch probieren. Ich kann ja mal wieder nicht warten. Und da seht ihr, wie fluffig dieser Kuchen ist. Es ist einfach traumhaft. Der ist ganz, ganz fluffig und weich innen drin und obendrauf dann eben knusprig. Also wirklich ein absoluter Traumkuchen, Leute. Ich sag euch, ihr werdet ihn absolut lieben. So, ihr Lieben, ihr seht mich hier. Ich konnte nicht warten. Ich konnte ihn nicht mal richtig abkühlen lassen, habe ihn dann schon geschnitten. Und nehmen wir jetzt hier ein schönes Stückchen. Und ihr seht, wie wunderschön fluffig das ist. Es ist wirklich wahnsinnig lecker. Dieser fluffige Boden und die knusprige Kruste. Man kann ihn auch gut aus der Hand essen. Gar kein Problem. Probieren wir mal. Da seht ihr, das knuspert hier oben schon. Ich liebe diesen Kuchen einfach. Er schmeckt traumhaft lecker. Müsst ihr unbedingt ausprobieren. Absolut, ihr verpasst sonst was. Das war der blitzschnelle Mandelkuchen mit Sahne-Karamellhaube. Es ist ein absolutes Traumrezept aus unserer Familie und ich hoffe, auch für eure Familie wird es eins der beliebtesten Rezepte werden. Probiert ihn unbedingt aus, nicht verpassen. Teilt dieses Video mit euren Freunden, mit der Familie und gebt dieses Rezept weiter. Und schreibt auch gerne alle mal liebe Grüße an meine liebe Tante hier in die Kommentare. Sie hat uns nämlich das Rezept netterweise zur Verfügung gestellt. Es ist ein Top-Rezept. Dankeschön, meine Liebe. Und ja, euch allen viel Spaß beim Backen. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bleibt gesund. Tschüss!